Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute schauen wir uns mal was für euer Homeoffice an, um ganz konkret zu sein, einen höhenverstellbaren Schreibtisch und zwar von der Marke Flexispot, den E7 und zwar in schwarz, also B in der EU-Version mit dem deutschen Stecker, wenn ihr so wollt. So sieht das Ding dann quasi in der, ja, ich will fast sagen, Explorationszeichnung oder in der Zeichnung aus. Mit dazu gibt es noch eine Tischplatte in 120 x 60 cm aus natürlichem Bambus mit dem FSC-Siegel. Ich hoffe, das ist positiv. Ich kenne mich mit den Siegeln nicht so gut aus, aber ich denke erstmal, dass es positiv ist. Und hier in dieser Kiste ist noch was drin, was ich für meinen speziellen Anwendungszweck zusätzlich noch benötige. So, ich habe die Tischplatte schon mal ausgepackt, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, 1,20 x 60 cm ist das hier für genau meinen Anwendungszweck. Hier wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, dass das auch wirklich super verpackt hier angekommen ist. Also die Kanten und Ecken sind wirklich sehr, sehr, sehr gut geschützt gewesen. Und hier seht ihr jetzt die Tischplatte und hier seht ihr auch schon den Grund, warum es durchaus Sinn machen kann, die Tischplatte direkt bei Flexispot mitzubestellen, denn ihr bekommt vorgebohrte Löcher. Ist natürlich super, denn ihr müsst dann nachher bei der Installation, wenn ihr quasi die Tischplatte mit dem Tisch verbindet, eben keine Löcher vorbohren oder ähnliches. Qualität der Platte aus meiner Sicht sehr gut, die Kanten sind alle nicht scharf, alle entgratet, wenn man so will, fühlt sich gut an, fühlt sich auf jeden Fall auch wertig an aus meiner persönlichen Sicht. Ob man jetzt diese Farbe gut findet, ich persönlich fand sie ganz gut, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich glaube, es gibt aber zig verschiedene Farben, aus denen ihr auswählen könnt, die dann auch vorgebohrt zu euch kommen. Hier dann auch noch ein kurzer Blick auf den höhenverstellbaren Schreibtisch an sich, also zumindest die Teile, die in der Verpackung sind. Hier seht ihr mal alles, was mitgeliefert wird. Einmal natürlich hier dieses zentrale Mittelteil sozusagen, welches die Stromverbindungen dann alle abbildet. Hier seht ihr auch, dass alles entsprechend farblich markiert ist. Ihr könnt also keinen Stecker irgendwo verkehrt reinstecken, ist alles wunderbar farblich markiert, ist also für die Installation wirklich easy. Hier ist die Bedieneinheit, 4 Speicherpositionen habt ihr, die ihr abspeichern könnt. Wir sehen dann daneben die Schrauben, die auch, was ich ja immer sehr positiv finde, entsprechend nummeriert bzw. in dem Fall mit Buchstaben versehen sind und in der Bedienungsanleitung wird euch dann explizit gesagt, welche Schraube ihr braucht. Dass das Ganze hochwertig ist, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, sieht man auch hier nochmal. Hier sind so kleine Schaumstoff-Gummiauflagen, damit da keine Geräuschentwicklung stattfindet, wenn ihr Schreibtisch und Platte verbindet. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier hinten haben wir die beiden Motoren drin. Gucken wir uns nachher mal an, wie kraftvoll die denn sind. 125 Kilo sollen sie angeblich heben können. Das werden wir natürlich ausprobieren. Und auch hier an den Füßen alles gut verarbeitet, keine scharfen Kanten. Alle sichtbaren Stellen sind definitiv sehr, sehr hochwertig verarbeitet und sehen auch gut aus. Das muss natürlich auch so sein. Zum Preis kommen wir später nochmal. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben. Ja, die Installation bzw. der Aufbau, der geht wirklich sehr einfach von der Hand. Ich habe allerdings auch einen Akkuschrauber statt des normalen Imbusschlüssels benutzt. Keine 20 Minuten für den Aufbau gebraucht, geht also wirklich sehr, sehr schnell von der Hand. Ist alles gut beschrieben, wie eben schon gesehen, haben die Schrauben eine entsprechende Nummerierung bzw. sind mit Buchstaben versehen. Die müsst ihr dann nur zusammenfügen und dann geht das Ganze wirklich sehr, sehr schnell von der Hand und sehr einfach vor allen Dingen auch. Löcher und so weiter und so fort waren alle sauber vorgebohrt, gab es keine Probleme, die Schrauben reinzubekommen. Auch die Gewinde, überhaupt kein Problem. Ihr seht hier, dass das Ganze bei Schritt 1 losgeht. Logischerweise, da fängt ja jede Anleitung im Zweifel an. Aber es gibt tatsächlich auch nicht viele Schritte, denn es gibt nur diese Seite hier und dann jetzt gleich die Folgeseite, auf der wir dann die weiteren Schritte nochmal sehen können. Geht wirklich sehr, sehr einfach von der Hand. Wenn ihr den Imbusschlüssel benutzt, braucht ihr vielleicht ein bisschen länger. Wenn ihr einen Akkuschrauber verwendet, geht es dann im Zweifel ein bisschen schneller. Dann nachher nur noch die Füße dran, Kabel einstecken. Auch das ja alles sauber durchnummeriert, beziehungsweise mit Buchstaben oder Kombinationen und Farben versehen. Und schon habt ihr den Schreibtisch aufgebaut, geht wirklich sehr easy und hat, wie gesagt, bei mir keine 20 Minuten gedauert und passt sehr gut. Wenn ihr die Tischplatte mitbestellt, habe ich ja vorhin schon gesagt, habt ihr den großen Vorteil, dass die Löcher vorgebohrt sind. Das ist zum einen natürlich, weil ihr dann die Schrauben nicht selber in das Holz reinschrauben müsst. Zum anderen aber auch, ganz großer Vorteil aus meiner Sicht, es garantiert halt, dass die Tischplatte symmetrisch auf dem Tisch sitzt. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen, ihr müsst nichts ausmessen. Das ist ja ansonsten immer so ein bisschen das Problem, dass man genau ausmessen muss. Ist rechts der Abstand genauso wie links, sitzt die Platte gerade drauf, kriege ich die dann auch vernünftig verschraubt. Das ist halt nicht gegeben, wenn ihr die Platte direkt bei Flexispot mitbestellt.
Ja, kommen wir jetzt noch zu dem kleinen Paket, welches wir vorhin gesehen haben. Grundsätzlich sind hier unten drunter ja diese Füße, die auch herausschraubbar sind, sodass ihr den Tisch dann ausnivellieren könnt, verbaut. Ich habe aber für meinen speziellen Anwendungszweck hier mir noch Rollen dazu bestellt, die im Übrigen auch das Gewicht tragen sollen. Das sagt der Hersteller, habe ich auch ausprobiert und es funktioniert. Ganz unabhängig davon, dass ich euch gleich nochmal zeige, ob der Tisch bzw. die Motoren an sich das Gewicht von 125 Kilo auch tragen können. So, nochmal ein kurzer Blick auf den fertig aufgebauten Schreibtisch. Warum die Fernbedienung noch nicht an der Platte verschraubt ist, das zeige ich euch gleich noch. Hier seht ihr das Ganze nochmal, die Kanten passen alle, also da steht auch nichts über, ist alles in sich so bündig, dass man sagen kann, es passt auf jeden Fall von der Verarbeitungsqualität sehr, sehr gut. Die Motoren sind jetzt verbaut, ihr seht hier, die Kabel sind auch verbaut, was ein bisschen schade ist, da hätte ich mir vielleicht noch eine andere Lösung gewünscht, dass dieses eine Kabel, welches ja zu dem aus unserer Sicht linken Fuß geht, dass man das noch irgendwo anders verlegen könnte. Das wäre dann so noch das i-Tüpfelchen gewesen, wenn man das noch irgendwie anders gelöst hätte. Hier auch nochmal von unten die Verarbeitungsqualität zu sehen. Auch da keine Mängel erkennbar. Auch hier die Bedieneinheit lässt sich gut bedienen. Die Tastendruckpunkte sind aus meiner Sicht sehr, sehr gut und funktionieren ohne Probleme. So, gucken wir mal kurz die Geschwindigkeit, die der Tisch braucht, bevor er ganz oben angekommen ist. Also, wir gehen los bei 6 Minuten 13 und brauchen ziemlich genau so 90, 100 und dann geht es natürlich ohne Nachkommastelle weiter. 6 Minuten 13, also 17 Sekunden, knapp um die 17 Sekunden, um einmal die Tischbeine komplett auszufahren, um das Ganze wieder einzufahren, ungefähr natürlich die gleiche Zeit. Fairerweise muss man jetzt dazu sagen, dadurch, dass er auf dem Kopf steht, hat er natürlich kein Gewicht drauf, also das ist quasi die Geschwindigkeit, die ihr braucht, wenn kein Gewicht auf den Beinen oder auf den Motoren lastet letzten Endes. Gucken wir uns auch mal die Lautstärke an, ist ja durchaus für den einen oder anderen auch interessant, wenn die Motoren hochlaufen. Ihr seht hier, dass wir auf knapp 50,7 hochgegangen sind im Maximum, aber das war nur einmal der Peakwert. Ansonsten bewegen wir uns so zwischen 47 und 49 Dezibel und klar, das ist kein geeichtes Messgerät, also von daher ist das jetzt nur eine grobe Messung, logisch. Und ich fahre das Ganze auch nochmal runter, damit ihr das auch nochmal seht. Auch da sehen wir, dass da die Lautstärke sogar eher noch geringer ist als beim Hochfahren. Macht ja auch Sinn, weil die Motoren weniger Anstrengung haben, wenn ihr so wollt. Ja, sie haben ja quasi nichts, was hochgefahren werden muss, sondern eher nach unten. Und hier seht ihr dann, wenn der Tisch natürlich näher kommt, wird es ein bisschen lauter, aber auch da bleiben wir aus meiner Sicht die ganze Zeit deutlich unter 50 Dezibel. Schafft der Tisch jetzt 125 Kilo? Ihr seht hier mich. Ich habe knapp die dreistellige Kiloanzahl erreicht, sprich also 100 Kilo schafft er auf jeden Fall ohne Probleme, das seht ihr hier. Ich habe mir dann noch 2 Kisten Bier dazu gestellt, um dann auch mal 120 Kilo zu probieren, auch das schafft er ohne Probleme. Jetzt geht es aber nicht nur darum, ob der Motor nachher überhaupt schafft, das Gewicht hochzustemmen. Das haben wir ja, oder sehen wir hier gerade, das funktioniert. Was aber auch noch wichtig ist, wenn der Tisch ganz ausgefahren ist, so wie jetzt, wackelt es trotz 100 Kilo eigentlich nicht mehr, als wenn ihr den Tisch weitgehend eingefahren habt. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Bei vielen günstigeren Schreibtischen ist es ja so, dass in der ganz ausgefahrenen Position bei hohem Gewicht durchaus eine Wackelei entsteht. Das ist hier eher weniger gegeben. So, damit sind wir auch schon bei meinem persönlichen Fazit zu meinem neuen höhenverstellbaren Schreibtisch angekommen, dem FlexiSpot E7. Ich muss sagen, Qualität hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die 125 Kilo, die angegeben sind, können ohne Probleme bewegt werden. Es wackelt nichts, auch in ausgefahrener Position. Alle Verarbeitungsdinge und so weiter sind aus meiner Sicht werden dem Premium-Anspruch gerecht. Auch die Tischplatte mit den vorgebohrten Löchern macht für mich absolut Sinn, die direkt mitzubestellen. Erleichtert auf jeden Fall die Installation. Insgesamt ist der Preis natürlich schon Premium. Das Paket, was ich hier habe, hat 440 € gekostet, aber es zeichnet sich halt eben auch dadurch aus, dass nichts wackelt und alles vernünftig funktioniert, die Motoren sauber durchlaufen und deswegen ist es aus meiner Sicht den Preis durchaus wert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.